was ich mir als Podologe in der Praxis nicht antun muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind Dienstleister. Wir arbeiten am Fuß, am weit entferntesten Stück des Patienten. Aber viele Patienten, wie soll ich sagen, haben wenig Respekt vor unserer Arbeit. Unsere Arbeit ist eigentlich sehr wichtig für den Patienten. Denn wenn er selber nicht mehr an die Füße rankommt, wie soll er dann seine Füße dann ordentlich pflegen? Wie soll er seine Füße gesund erhalten, wenn es wir nicht für ihn machen? Aber viele verstehen das halt nicht. Und es gibt Sachen, die ich als Podologe in der Praxis echt nicht antun muss. Zum Beispiel, wenn der Patient jetzt mit stinkenden Füßen kommt. Ich rede jetzt dann nicht für diejenigen, die was nichts dafür können. Diejenigen, die sie waschen, die was einfach nichts dafür können, dass der Fuß stinkt. Ich rede von denjenigen, die was mit dreckigen, mit Mist bedeckten Füßen kommen, mit Erde an den Füßen, um den Füßen, was weiß ich, also wie wenn der schon 6 Wochen seine Füße nicht mehr gewaschen hat, ausschaut. Also solche Füße muss ich in der Praxis echt nicht behandeln. Wenn ich jetzt ein Fußbad habe, kann ich die ins Fußbad stecken, aber da verlange ich dann Aufpreis, weil Fuß waschen tue ich nicht. Was ich genauso wenig mache bei meinen Patienten, ist, wenn sie ewig zu spät kommen. Man hat so seine Pappenheimer, die was 5 Minuten, 10 Minuten spät kommen. 5 Minuten sage ich ja nichts. 10 Minuten, ja, wenn ich weiß, der hat nicht viel. Aber wer eine Viertelstunde zu spät kommt oder noch später, der kriegt seinen Termin bei mir auch nicht mehr. Weil ich muss ja dann hinterher arbeiten, das heißt, alle anderen Patienten warten dann nur, weil der zu spät gekommen ist. Sowas geht halt einfach nicht. Ich arbeite in meiner Praxis sehr stramm terminiert, damit dass ich auch wirtschaftlich sein kann. Und wenn jetzt der eine andauernd zu spät kommt, dann wirft es meinen kompletten Plan durcheinander. Und ich als Selbstständiger bestimme ja selbst, was ich in meiner Praxis dulde und was nicht. Das nächste, was ich ja immer wieder habe, wo ich eigentlich auch schon sehr leid bin, ist, wenn Patienten anrufen, sind Neupatienten und sie wollen einen neuen Termin haben und ich nehme aber schon seit Jahren keine Patienten mehr an, weil ich selbst schon sehr viele Patienten versorge. Da muss ich ewige Diskussionen führen, muss mich für alle anderen Podologen im Umkreis auch rechtfertigen, warum denn ich jetzt keine Patienten nicht nehme. Da habe ich mir schon so einiges anhören können, da war sogar einmal ein Patient dabei, der hat mir gedroht, dass er mich sogar anzeigt wegen unterlassener Hilfeleistung, obwohl ich den Patienten nie gesehen habe. Also manche sind da echt unverschämt, wenn es um Termine geht, die was sie dann nicht kriegen. Was ich weiters immer wieder höre, ist die Diskussion um den Preis. Ach, ihr Podologen seid ja so teuer, man kann ja nicht zu euch hingehen, da gehe ich lieber zu der Fußpflege um die Ecke. Die kostet nur 15 Euro. Dann geh doch einfach zur Fußpflege um die Ecke, die nur 15 Euro kostet. Ich als Podologe habe den Preis, den ich habe, mir nicht aus dem Nase gezogen oder aus dem Ärmel geschüttelt. Ich habe den Preis kalkuliert. Wie kalkuliert man einen Preis? Im Großen und Ganzen nimmt man alles, was man eingekauft hat, alle Vorschriften, die man beachten muss und alle nötigen Materialien, die man dazu hat, plus die Arbeitszeit und dann hat man den Preis. Ja, wenn jetzt da einige meinen, sie müssen um 15 Euro arbeiten, dann ist es deren Sache, nicht meine. Denn ich als Podologe habe nun mal extreme Hygienevorschriften. Ich muss Instrumentarium schon mal anschaffen und das ist nicht billig. Ich habe Inventar, das was ich anschaffen muss. Und sobald der Podologe draufsteht auf irgendein Inventar oder Medizinprodukt, ist sowieso gleich 3-mal teurer. Und das alles muss bezahlt werden. Auch meine Arbeitsleistung, meine Arbeitsstunden muss bezahlt werden. Ich glaube kaum, dass einer von euch da draußen arbeiten geht ohne Stundenlohn. Ihr kriegt alle Stundenlohn. Kriege ich auch. Also
Ich finde meinen Preis, den ich in der Praxis verlange, eigentlich gerechtfertigt. Und die Diskussionen darüber kann ich eigentlich gar nicht verstehen. Genauso wenig, dass es am Land billiger ist, in der Stadt teurer. Jede Praxis muss ihren eigenen Preis kalkulieren und den auch jährlich anpassen. Also im Sommer. Ihr wisst ja, im Sommer ist heiß. Im Sommer trägt Dame gerne was? Kurzen Rock. Gut, nun gibt es viele Fußpflegestühle, die ihre Beine, also die Dinger hier, dann nach außen klappen können. Tja, und was denkt ihr? Wo guckt dann der Podologe, auch wenn er es nicht will? Wo guckt er dann hin? Tja, mir als Frau ist das jetzt herzlich wurscht, aber ich habe auch männliche Kollegen. Und wenn jetzt eine Patientin, vielleicht noch hübsche noch dazu, in ihrem Netzunterhöschen dann da hockt, Beine breit, und da soll dann noch ein Podologe ordentlich behandeln, ja. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit sagen will. Also Röcke, ja, oder zu enge Röcke. Wenn sie jetzt weiter sind und man kann dieses Ding hier verdecken, dann habe ich auch kein Problem damit. Aber es gibt halt manche, die kommen mit so einem Bleistiftrock, wo sie die Füße auseinander machst und du siehst alles. Also das muss ich mir jetzt echt nicht in der Praxis antun. Wenn ich solche Patientinnen habe, egal wie heiß es draußen ist, kriegen die von mir eine Decke drüber. Weil das muss man ihr echt nicht antun, dass ich da bis nach Venedig gucken kann. Gut. Dann gibt es auch noch Patienten, die meinen, ihre podologische Behandlung, also den Termin der podologischen Behandlung, als Familienausflug zu gestalten. Gerade jetzt in der Corona-Zeit wunderbar. Die Tür geht auf, mindestens 10 Personen stolzieren herein und eine davon wird behandelt. Gut. Ja, was soll man da jetzt recht viel dazu sagen? Ich sage zwar den Patienten, es geht nicht so, wie ihr das haben wollt, dass da auf einmal 10 herinnen sind. Und wenn die dann wutschnaubend dann abdampfen, weil der Familienausflug missglückt ist, ich muss mir das nicht antun in meiner Praxis. Dann gibt es ja auch, ja gut, wird Frauen auch geben, aber in meiner Praxis ist es halt das männliche Geschlecht. Wahrscheinlich, weil ich als Behandler eine Frau bin. Sexistische Witze. Auch das muss ich mir nicht antun in der Praxis. Wenn ich einen Patienten habe, der was unbedingt meint, dass er komisch sein muss, unter der Gürtellinie kriegt er von mir auch eine ums Maul geschmiert, weil sowas macht man halt einfach nicht. Genauso wie Andeutungen unter der Gürtellinie. Wenn ich dann zu dem Patienten dann sage, Hose nach oben, dann sagen die dann manche zu mir, ach, aber die Frauen sagen doch immer zu mir, Hose runter. Ja, aber alles, was oberhalb vom Knie ist, interessiert mich nicht mehr. Selbst wenn er die Hosen auszieht, kriegt er von mir eine Decke drüber, damit dass ich da nichts sehen muss, was ich nicht sehen möchte. Ja, und zu guter Letzt, eigentlich nicht zu guter Letzt, körperliches zu nahe kommen der männlichen Patienten. Manchmal hat man auch so welche, die was geistig etwas umnachtet sind und meinen, dass alles auf die drauf springt, was noch bei 3 am Baum ist, und wenn die dann meinen, sie müssen einem körperlich zu nahe kommen, wenn sowas in meiner Praxis passiert, fliegt der Patient aus der Praxis raus und kriegt auch keinen Termin mehr. Weil wenn ich jetzt einen Mitarbeiter hätte oder Mitarbeiterinnen, und es gibt auch männliche Mitarbeiter, die dieses Problem haben, kann ich als Chef es nicht verantworten, dass meine Mitarbeiter sexuell belästigt werden. Und ja, es ist in unserem Beruf auch ein Thema mit der sexuellen Belästigung. Auch wenn wir in Montur da vor einem stehen und die Füße behandeln. Aber trotzdem, genauso das Anbaggern. Ich habe ja auch Praktikanten und da eine hübsche Praktikantin ist ja jetzt fertig geworden. Und diese hübsche Praktikantin hat unter meinen Patienten gleich 3 Verehrer. Da muss ich dann auch den Patienten sagen, das geht nicht. Das klappt einfach nicht. Entweder er kann sich es aussuchen, entweder
baggert er meine Praktikantin mehr an und fliegt aus der Praxis raus oder unterlässt dies, solange die Praktikantin hier ist. Also ich verstehe nicht, was sie manche dabei denken, dass die einfach, ja, glauben, sie wären die geilsten auf der Welt. Das Beste ist ja auch noch, wenn Patienten in meine Praxis reinstürmen. Meine Füße sind so schlecht und ich brauche sofort eine Behandlung. Und es ist alles so schlimm und so furchtbar. Und dann guckt man sich die Füße an, haben die auch nichts. Zweitens sind die nur hysterisch. Und drittens, was soll ich dann machen? Ich habe so erstens mal, ja, ich nehme keine Patienten mehr an. Ja, das stimmt schon. Aber bin ich die Wohlfahrt? Muss ich jeden annehmen, der was hier in die Praxis reinkommt? Nein, muss ich nicht. Vielleicht denken jetzt manche von euch, ich wäre jetzt großkotzig, weil ich keine Patienten nicht annehme. Ich versorge alleine in meiner Praxis etwas über 400 Patienten. Und mein Arbeitstag hat weit mehr als 8 Stunden am Tag. Und irgendwann ist auch mal Schicht im Schacht mit Arbeit. Ich mag meine Arbeit sehr, das habt ihr bestimmt auch schon mitgekriegt, aber irgendwann braucht man auch mal Freizeit. Gut, Freizeit. Ich habe auch noch andere Beschäftigungen, wie jetzt YouTube oder die anderen sozialen Medien. Auch dafür braucht man ein bisschen Zeit. Das ist für mich dann Freizeit. Ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was euch schon alles in der Praxis passiert ist. Oder, auch lustige Geschichten gibt es. Zum Beispiel eine lustige Geschichte. Eine Dame, schon lange bei mir Patientin, hat ihre Tochter mitgenommen, die kleine Stöpsel, der war, wie alt war denn das Mädel? 2. Gut, wir beginnen mit der Behandlung und auf einmal fängt dieses Kind zum Heulen an. Aber nicht so ein bisschen schluchze. Nee, schon volle Kante, gib ihm. Die Schwester war auch noch mit von dem Mädel und selbst die hat es nicht beruhigen können und die Mutter ist am Stuhl gesessen, die hat es auch nicht beruhigen können. Ich habe in meiner Praxis einen großen Spiegel, den habt ihr auch in den Videos schon gesehen manchmal. Und dann ist dieses kleine Mädel vor diesem Spiegel gehockt und hat sich echt eine halbe Stunde wirklich aber wirklich volle Wäsche geheult. Der Mutter war das natürlich urpeinlich. Mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sowas egal. Kinder brüllen nochmal, schreien nochmal, machen Lärm. Ich kann es aber nach einer Dreiviertelstunde wieder abgeben. Also ich habe damit kein Problem. Das einmal zu den lustigen Geschichten in der Praxis. Was ich mir in meiner Praxis auch nicht antun muss, Beschimpfungen von Patienten oder dessen Angehörige. Bei Angehörigen ist es ganz oft, dass deren Temperament überquillt und dann ich alles auf den Kopf geschmissen kriege, was denen jetzt gerade mal nicht passt, auch ob das jetzt mit der Praxis zu tun hat oder mit der Behandlung. Das sei jetzt oft dahingestellt, aber beschimpfen muss ich mir nicht lassen. Oft ist es so, wenn jetzt jemand unbedingt meint, er müsste mich beschimpfen, dann kriegt er von mir auch gesagt, er kann gern diese Praxis verlassen und sich einen anderen Podologen suchen. Und dann kann ich mal wieder Beschimpfung anhören. Ja, es ist so einfach für Sie, Sie haben doch genug Arbeit. Ja klar habe ich genug Arbeit. Ich bin nicht auf jeden Patienten angewiesen. Hört sich zwar jetzt für manche von euch bestimmt großkotzig an. Aber ich kann auch nur arbeiten. Und wenn jemand bei mir nicht zufrieden ist, dann soll er sich halt einen anderen Behandler suchen. Es gibt hier in der Umgebung auch andere. Deswegen, ich bin keinem Patienten böse, wenn er geht. Warum sollte ich? Ich bin froh, wenn die Kollegen im Umkreis auch genug Arbeit haben. Und wenn die noch Patienten nehmen, dann soll er dorthin gehen. Ich habe damit kein Problem. So das klassische Konkurrenzdenken, was manche Podologen haben, das ist ja mehr als wie irrational. Es ist genug Arbeit für alle da. Gut, manche Fußpfleger haben das ja noch mehr. Aber ich verstehe immer nicht, warum man auf die anderen rumhacken muss. Ist meine Meinung jetzt. Was ich mir noch nicht antun muss, oder wo ich eigentlich immer dastehe mit so, was hat sie der jetzt dabei gedacht?
Betrifft jetzt weniger meine Praxis, sondern eher meine Öffentlichkeitsarbeit. Ich mache meine Öffentlichkeitsarbeit mit dem Kanal schon etwas mehr als wie 3 Jahre. Und ja, ich habe in den 3 Jahren schon einiges einstecken müssen an Kritik, an Denunzierung, an Shitstorm und Ähnlichem. Wobei mich am meisten das verwundert hat, dass ich und mein Kanal denunziert wurden von Führungsmitgliedern eines Verbandes. Ja, da steht man eigentlich nur mit schüttelndem Kopf da, weil diejenigen Personen, die das gemacht haben, haben höchstwahrscheinlich auch keine Ahnung, was ich mit meinem Kanal eigentlich erreichen wollte und dass ich dem Beruf eigentlich helfen möchte. Tja, wenn die jetzt unbedingt meinen, sie müssten mich und meinen Kanal schlecht machen, dann sollen sie es machen. Ich habe damit kein Problem. Aber dennoch wundert es mich. Also weil ich das jetzt schon über 3 Jahre mache, weiß ich eigentlich ganz genau, was ich öffentlich sagen darf und was nicht. Wenn jetzt also Führungsmitglieder eines Verbandes öffentlich jetzt jemand anderen denunzieren oder öffentlich gegen ihre eigenen Richtlinien verstoßen, dann finde ich das auch mehr als wie fraglich. Gut, dieser Verband ist bei mir sowieso unten durch. Will ja nichts zu schaffen haben mit diesem Verband, weil einfach, ja, wenn man sich selbst an seine Regeln nicht hält, wieso soll ich dann so einem Verband vertrauen? Ist so. Ich habe mir auch schon anhören können, dass ich, weil ich zu wenig Fachsprache benutze, dass ich nicht intelligent genug wäre, damit ich das Ganze ja, so fachlich breit trage. Tja, dann frage ich mich immer, dieser Kanal ist eigentlich nicht fürs Fachpersonal gedacht von Anfang an. Dieser Kanal ist für die Patienten gedacht, also für die Menschen, die Probleme mit Füßen haben. Und wenn ich denen jetzt dann mit einer Nephropathie komme oder mit einer Angiopathie oder mit, was weiß ich, welche anderen Ausdrücke in medizinischen Latein, dann wissen die null damit anzufangen. Ja, ich stehe zwar da, als ich weiß es und ich klinge toll und ich klinge intelligent, aber dennoch hat mich der Gegenüber nicht verstanden. Und mein Bestreben ist es eigentlich, dass der Patient, also der Mensch, der es benötigt, dass er mich versteht, dass er weiß, wo er Hilfe herkriegt und dass er vielleicht auch weiß, wie diese Hilfe auszusehen hat. Ist jetzt meine Intention mit diesem Kanal. Dass ihr natürlich als Kollegen auch davon profitiert, sei jetzt dahingestellt. Ich habe mir eigentlich gedacht, die Kollegen wüssten schon alles. So tun die meisten auch, sie wissen doch schon alles. Dann sitzt man in die Fortbildung und, ach, wirklich? Oh, das kann ich kennen. Wahnsinn. Naja, auch das sei dahingestellt. Ich finde es auch schlimm, dass nicht nur ich, auch andere Menschen auf das reduziert werden, was sie ja, an Wissen von sich geben. Ich habe mir schon anhören können, dass ich nicht so viel weiß wie X und Y. Ist eigentlich auch klar, dass ich nicht so viel weiß wie XY. Das hat jetzt nichts mit der Ausbildung zu tun. Dieser andere Mensch hat ein komplett anderes Leben als wie ich. Dieser andere Mensch hat nicht das gemacht, was ich gemacht habe. Also er weiß genauso wenig, also sagen wir so, er weiß auch nicht mehr als wie ich. Vielleicht in einer anderen Sparte. Wenn ich jetzt meine ganzen Abschlüsse vor euch aufbreiten soll, dann könnt ihr mir gerne unter das Video mal schreiben, dass ich euch die ganzen Zertifikate mal zeige, was ich schon alles gemacht habe. Wenn ihr darauf Wert legt, ich lege keinen Wert drauf. Weil ich habe auch vieles gemacht, das was ich jetzt in meiner Praxis nicht verwende, sondern nur für mich privat. Und ja, ich glaube zu behaupten, ich habe ein großes Wissen. Dieses Wissen gebe ich auch weiter in meinem Kanal, in meiner Akademie.
Und wenn jetzt da jemand meint, mir mein Wissen absprechen zu wollen, dann frage ich mich immer, wie sieht dann den sein Wissen aus? Gut, ich beurteile Menschen so nicht. Ich beurteile Menschen eher nach dem, ob sie nett zu mir sind oder nicht nett zu mir sind. Sei dahingestellt, ob er jetzt Professor, Doktor, was weiß ich was, Doktor ist oder ob er einfach nur der Gärtner von nebenan ist. Ich beurteile die Menschen nach dem, wie nett sie sind und wie sympathisch sie sind. Ihr kennt doch alle das Sprichwort, so wie man in den Wald hineinruft, so hallt's zurück. Ja, das stimmt. Ich habe mir den Spruch etwas umgewandelt, obwohl in Österreich gibt es diesen Spruch schon sehr lange. Bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir. Bist du scheiße zu mir, bin ich noch viel beschissener zu dir. Somit wünsche ich euch jetzt schöne Zeit. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen nach oben hier. Klickt auch unten auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Eure Andrea. Tschüss.